Hi, ich bin's, der Jens, und heute machen wir Teil 2 und zwar von unserem mega Mörderschwert, dem 150er Teil von Stihl und auch von der 880. Ja, also ich hatte ganz am Anfang dieses Kanals ein Video reingestellt, was extrem frequenziert wurde, was viele Leute angeguckt haben. Und in dem Video ging es eben um die Probleme, die man mit so einem Riesenschwert haben kann. Und jetzt haben wir alle Probleme gelöst, wirklich alle. Und wir wissen jetzt, wo die Probleme auf unserer Seite lagen, und wir wissen, wo die Probleme bei der Technik lagen. Und wir können jetzt Tipps geben, dass jeder, der dieses oder ein ähnlich großes Schwert nimmt, damit sofort was anfangen kann und sofort damit arbeiten kann, ohne diese lästigen Erfahrungen zu sammeln, die wir sammeln mussten. Ja? Nochmal zu dem Video. Das ist hochinteressant gewesen, weil da haben wir auch alle so ein bisschen oder viele am Thema vorbeigeredet. Es sind ja viele Kommentare gekommen. Der erste Standardkommentar war: nimm keine Stihl, nimm eine Husqvarna. Der zweite Standardkommentar war: das machen wir mit einer 30er Schiene. Das ist, wir brauchen sowas gar nicht. So, und hier kommt der erste Punkt, wo wir aneinander vorbeigeredet haben, weil der Baum ist ja schon gefällt gewesen. Ja? Da haben sich Leute beschwert, haben gesagt, der hat ja keine Ahnung, das kann man mit einer 100er Schiene fällen, diesen Baum. Hey, der Baum war schon gefällt. Es stand noch ein Stuppen da. Dieser Stuppen muss natürlich runter. Und jetzt kann ich mich entscheiden, ob ich diesen Stuppen wie ein Biber ansäge und Keile rausschneide, um dann irgendwann mit meinem 30er oder vielleicht ganz geil sind die Knaller mit einem 20er Schwert oder was, wie sie dann da rankommen. So, also das heißt, wir haben nicht das Problem, dass wir mit der Riesenschiene den Baum fällen wollen, sondern wir haben das Problem gehabt, dass wir überhaupt dicke Stammstücke schneiden. Längs schneiden ist eher weniger ein Problem. Also das heißt, in Richtung Gravitation, Erdanziehung zu schneiden, ist gar kein Problem. Aber es ist ein Problem, in Querrichtung zu schneiden. Querrichtung, weil da kam die Tatsache zusammen, dass das Schwert sich gebogen hat und dadurch kein sauberer Schnitt ist und dann natürlich über diese Biegung die Kette rausgerissen hat, und das sind so kleine Probleme gewesen. Also jetzt zu der Lösung der Probleme. Also wir hatten ja auch in diesem ersten Video gezeigt, dass sie ständig gehackt hatte und ständig sich verkeilt hatte. Wir mussten die auseinandernehmen, damit die überhaupt weiter lief, und das war sehr lästig gewesen. Und ja, also nochmal kurz zum Sinn, warum so eine Riesenschwerter tatsächlich auch Sinn machen können, nur eben nicht so oft verwendet werden, weil natürlich haben wir nicht ständig so eine großen Bäume. Ja? Aber wenn ich so einen großen Baum erstmal gefällt habe und ich habe dann die Reststücke da rumzuliegen oder ich habe noch ein Reststammstück rumzustehen, ja, dann muss ich das ja irgendwie klein kriegen, weil es gibt Kunden, die wollen das bis 10 cm über den Boden sauber abgetrennt haben. Ja? Und für das kann ich natürlich mich hinsetzen und mit einer kleinen Schiene versuchen, da einen 1,50 Meter Durchmesserbaum langsam dann abzufeilen oder abzuhobeln. Aber es macht rein zeittechnisch wenig Sinn. Deswegen ist manchmal gut, so ein großes Teil zu haben und damit zu arbeiten. Also hier jetzt die Lösung für die Probleme. Erstmal muss man sich bewusst sein, dass natürlich ein 1,50 Meter Schwert ein wahnsinniger Hebel ist. Und das bedeutet für die Technik, dass wenn ich wie bei einer kleinen Schiene die Krallen benutze, dafür sind sie ja da, und dann hebel, habe ich natürlich einen viel größeren Anpressdruck der Kette auf die Laufschiene. Und das ist als erstes eine Sache, die beachtet werden muss, weil es sonst zu Problemen kommt, weil die hat so einen krassen Anpressdruck dann auf 1,50 Meter, dass die einfach stehen bleibt. Da ist noch gar nichts passiert, Ölschmierung ist alles uninteressant. Wir können die dadurch richtig festhängen. Ja? Die nächste Geschichte ist, und der Vorschlag kam ja sinnigerweise auch öfters, dass man halt die Nut, wo dann nachher die 1,50 Meter Schiene drin bewegt wird, vorschneidet mit einer anderen Kette und einer anderen Kettensäge oder einem anderen Schwert. Und die ist wirklich sehr gut, und das haben wir auch gemacht, und das funktioniert auch sehr gut. Ja? Dann kam der Vorschlag,
Ölpumpe muss größer werden, hin und her. Nein, muss sie nicht. Es geht auch mit der normalen Ölpumpe und die muss auch gar nicht weit aufgedreht werden. Ihr müsst bloß ein anderes Öl nehmen, dann geht es besser. Also wir haben anstatt Synthetiköl oder Bioöl haben wir einfach nur Rapsöl genommen. Und in Bioöl ist meines Wissens nach Rapsöl mit drin. Und jetzt haben wir nur reines Rapsöl genommen. Es hat für uns den Vorteil, dass es bei tiefen Temperaturen, und meistens sägen wir im Herbst und im Winter bei tiefen Temperaturen, nicht so verklumpt. Bleibt immer schön flüssig und das hat riesen Vorteile, was die Schmierung angeht, auch von so langen Ketten. Und sie funktioniert. Ja? Ihr müsst bloß die Kette dann halt mal ein bisschen laufen lassen, damit die Ölpumpe erstmal anläuft. Das ist auch wichtig. So. Die andere Geschichte wurde ja schon erwähnt in dem ersten Video, dass die Kette, wenn sie quer gehangen wird, schnell mal abspringt. Das lässt sich lösen, indem man sie einfach warm laufen lässt. Das heißt am besten, wenn es geht, mal einen Schnitt schon im liegenden Holz machen und dann danach die komplette Kette noch mal so weit spannen, wie es überhaupt geht. Wenn ihr die Kette richtig gespannt habt, ja, dann ist es, leider reicht es nicht aus, dass die Kette richtig gespannt ist. Ihr könnt nicht einfach nur quersägen, ihr müsst natürlich vorsägen, weil sich das Schwert durchbiegt und sonst funktioniert nicht. So, ja, dann wichtig auch noch, wenn ihr so eine Schnitte macht, wie da in der Eiche dargestellt wurde, ihr müsst keilen wie die Weltmeister. Ja? Das Problem, was man bei kleinen Schienen hat und bei kleineren Stammdurchmessern, das vervielfacht sich hier nochmal. Wenn ich habe bei kleinen Durchmessern habe ich vielleicht eine Stelle, die die Kette zusammenpresst, wenn der Schnitt sich schließt, von, ich sage jetzt mal 10, 15, vielleicht 20 Zentimeter. Hier habe ich aber 1,50 Meter und die 1,50 Meter werden garantiert auf 50 Zentimeter bis 1 Meter und noch mehr zusammengepresst. Das heißt, wenn so viel auf der Kette lastet, dann reicht auch eine 880 nicht aus, um das Ding zu bewegen. Das heißt, wir haben verschiedene Komponenten, die die Kette keilen können, also verhaken können. Das Ölen ist dann eher das geringste Problem, sondern es sind eher die Geschichten, wo die Kette durch den Baum zusammengepresst wird oder aber wo wir durch zu starken Druck aufgrund der Hebelverhältnisse von einem 1,50 Meter Schwert sozusagen die Kette zu fest machen. Ja, das ist eigentlich alles. Und wenn wir das haben, also das heißt, wir müssen auf die Maschine hören. Wenn die anfängt an Leistung zu verlieren, müssen wir sie machen lassen. Wir dürfen nicht mit Kraft und Macht da reindrücken und dann funktioniert das auch. Ne? Also guckt euch mal das Video an, da haben wir es noch mal ganz kurz gezeigt, wie das funktioniert und wir wünschen euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Als erstes machen wir hier den Schnitt, der ist zum Warmwerden, damit wir nachspannen können und dann werden wir einen Querschnitt machen. So, also ein Tipp war ja bei der 880 mit dem 1,50 Meter Schwert, dass man vorsägt. Und das ist natürlich ein sehr sinniger Tipp, weil sonst sich das Schwert so durchbiegt, dass es dann verkantet. Ja? Und das machen wir jetzt mal mit der 500i. Schneiden wir jetzt einfach mal eine Rille rein hier, die uns das Schwert nachher führen soll. Wir werden jetzt einmal hier quer sauber schneiden.
Also das Schneiden von dieser Scheibe quer brachte so ein paar Besonderheiten mit sich. Also in dem Fall war es jetzt nicht ganz so schwierig wie bei einer Eiche, weil der ist in der Mitte so ein bisschen angefault. Aber es ist halt eine Kastanie. Und was man beachten muss bei diesem langen Schwert, es ist extrem empfindlich. Auch wenn man zu doll drückt, dann schneidet sich das gleich schräg irgendwo rein, verkeilt dann. Man muss das Ding laufen lassen, das ist wirklich ganz wichtig. Ganz wichtig ist auch hier gewesen, Kantenschrift hat natürlich jetzt hier bei den schon beginnenden Anläufen, wo die Fasern ein bisschen quer stehen, hat es natürlich geholfen, dass hier ein gleichmäßiger, ruhiger Lauf ist. Wir haben hier einen sauberen Schnitt, der hier insgesamt produziert wurde. Ja, hier vorne muss man ein bisschen rumruckeln, aber hier hinten ist alles schön sauber, glatt, wie abgeschliffen. Und das ist genau das, worum es geht, dass man halt da einen ordentlichen Schnitt machen kann, ohne dass einem das Ding runterspringt, ohne dass es verklemmt, dass man den Endschnitt machen kann. Wichtig ist dabei auch noch, man muss keilen, ja, weil sonst drückt einem, das sind so verschiedene Komponenten, die kommen alle auf einen zu und ja,